Siehst du sie auch? Nein. Das war Traube zu kleinen Finch. Oh ja. Heute wieder eine 308er. Viel Spaß beim Video. Leute, heute mal wieder ein Brecher. SMR 28 von E&C. Riesig, schwer und geil. Los geht's. Leute, ihr kennt's. Technische Daten blenden wir ein. Ist einfacher zu lesen, als wenn ich es jetzt hier runterratter wie so eine Maschine oder so. Fangen wir wieder an mit dem Ersteindruck. Ihr nehmt die Waffe aus dem Karton. Und es ist, ihr kennt es vielleicht von der letzten Video, was wir gemacht haben von der HW4. Es ist ein echt schwerer Klotz. Also nur, dass die aufgrund der Größe natürlich noch ein schwererer Klotz ist. Ey, geil. Einfach nur geil. Vom Design her so ein bisschen G28 mäßig. Richtig geil, halt ohne Markings und nichts. Also für Sammler jetzt nie unbedingt geeignet. Für Spieler absolut. Richtig heiß, geile Farbe. Gewicht wie gesagt geil. Also ich finde es gut. Klar, wenn du natürlich Klingeldrähte als Arme hast. Oh scheiße, das wäre ich ja. Egal. Dann natürlich ein bisschen krass Gewicht. Aber ey, guckt es euch an. Guckt es euch einfach an. Hot as fuck. Wir hätten euch jetzt ganz gerne noch einen Schalldämpfer rangebaut. Hier unten noch ein 2-Bein, hier noch ein Griff. Und so weiter und so weiter. Aber es ist einfach eiskalt. Unsere Finger, die sterben. Meine jetzt gerade nicht, weil ich mich viel bewegt habe. Vom Tom, bei dem soll ich schon. Tom, sterben deine Finger? Machen sie. Gut so. Da werden wir noch ein paar Outtakes machen. Stelle ich das jetzt mal vor, hier noch übelstes Klimbim dran. Geil. Ihr würdet wahrscheinlich in den Fernseher reingreifen, um das Teil rauszuziehen und zu euch an die Wand zu hängen. Ich würde es zumindest so machen. Das ist mal Fakt. Der Preis für dieses Schmuckstück beläuft sich auf 580 €, aber ihr kriegt verdammt viel Metall dafür. Also wirklich eine Menge. Machen wir wieder Details. Fangen wir vorne an. Haben wir natürlich wieder ein Linksgewinde und hier unten eine kleine Madenschraube, um halt hier schön einen fetten Schalli ranzubauen. Und ich finde, das gehört auch dran. Hier seht ihr vielleicht auch, hier ist auch ein O-Ring mit verbaut. Das ist natürlich sehr nice. Hier oben der Mündungsfeuerdämpfer ist natürlich eine Stimmgabel. Bing! Außer ihr packt hier ordentlich an, dann ist es ein bisschen vermindert. Aber Schalli drauf, sieht super aus.
Normalerweise wäre jetzt hier noch ein Korn drauf. Das haben wir jetzt mal weggemacht, weil wir es jetzt nicht unbedingt brauchen. Hinten ist eine Kimme dran, können wir ein bisschen kurz bequatschen. Ja, hier Vorderschaft. Super lang, geile Farbe. Also wirklich geile Farbe, aber das hatten wir jetzt bei einigen Modellen schon, die Farbe. Die haben wir ja immer gelobt, weil sie einfach hot aussieht. Also kann ich nicht anders sagen. M-Lock-Position dran hier. Eben schön für Griffe und sowas. Ich würde hier so einen ganz kleinen kurzen Griff ranmachen, so zum Reingreifen. Und fertig ist. Vielleicht noch eine Packbox an die Seite vielleicht dran. Muss jetzt nicht unbedingt, aber sieht natürlich auch ganz heiß aus. Ey, richtig geil. Oben natürlich Picatinny-Schiene. Picatinny-Schiene, wie üblich. Ja, hier hinten haben wir auf beiden Seiten jeweils eine QD-Aufnahme. Das hat auch bis jetzt super bei uns funktioniert, ist nicht rausgerutscht oder irgendwas, dass es irgendwie so locker wäre oder irgendwie so. Ganz geil. Wenn wir jetzt immer noch hier sind, hier habt ihr auch ein schönes Gasgestänge, Gasabnahme mit eingebaut. Es hat natürlich bei uns absolut null Effekt, aber sieht heiß aus. Vielleicht, aber das ist uns jetzt bis jetzt eigentlich nie aufgefallen, die Feder könnte vielleicht irgendwie mal klingeln. Aber ist jetzt bei uns nie passiert. Also eigentlich haben sie es offensichtlich, haben sie ihre Hausaufgaben gut gemacht. Wäre natürlich ärgerlich, wenn von so einem Fake-Teil dann die Feder klingeln würde. Macht sie ja eine sehr gute Arbeit. Kommen wir zu dem riesigen Buddy. Riesig. Also 308er Style halt. Gigantisch. Alles mächtig, alles wuchtig, alles groß. Diese Verschlussklappe hier gefällt mir persönlich jetzt nicht so, weil die einfach nur aus Kunststoff ist. Und auch irgendwie, also guckt euch mal diese Kanten hier an. Hier, weiß ich nicht, also macht jetzt für mich hier unten auch vor allen Dingen hier ganz hässlich. Macht jetzt für mich jetzt nicht unbedingt den hochwertigsten Eindruck. Könnte man sich vielleicht irgendwie eine aus Metall ranbauen. Müssen natürlich aufpassen, AR15 passt nicht. Muss schon irgendwie SR25 mäßig sein. Die Verschlussklappe kriegt ihr natürlich hier ganz normal über den Ladehebel geöffnet. Kommt er hier ans Hopper ran. Schönes Rotary, wie es ja heutzutage üblich ist. Also was anderes will ich eigentlich auch nicht mehr sehen. Hopper-Gummi ist hier in Fly 5 verbaut. Besser wäre es vielleicht für schwerere Kugeln in MAG zu verbauen. Könnt ihr ja dann machen, wie ihr es braucht. Ist aber spielbar out of the box. Ja, hier beidseitiger Bolt Catch, um dieses winzige Verschlussblech vorzubringen. Nice. Hier auch sehr schön mit so einem Schutz davor. Sehr schön. Also falls ihr euch vielleicht noch an das letzte Video erinnert, wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt es euch natürlich gerne an. Da hatte ich nämlich das Problem, dass man diese Hebel auf der Seite, wenn man die Waffe so getragen hatte, plötzlich gedrückt hatte. Gerade beim Magazin, super ärgerlich. Bolt Catch jetzt vielleicht nicht so schlimm. Super ärgerlich, man läuft rum, fliegt das Magazin unten raus. Hier habt ihr so einen kleinen Metallsteg dran. Hier oben beim Bolt Catch natürlich riesig. Habt ihr einen kleinen Metallsteg dran. Dadurch kann das halt nie einfach passieren. Da muss man schon wirklich mit dem Finger drauf drücken. Ja, sind wir gleich beim Magazinlöseknopf. Auf der anderen Seite habt ihr ja gesehen, wieder beidseitig. Hier halt auch oben unten dieses bisschen Schutz, damit man eben nie aus Versehen mal irgendwo drankommt. Das sind halt so kleine Details, wo ich mir denke, das kann man doch einfach machen. Es ist jetzt vermutlich nicht der super krasse Aufwand, aber der Nutzen von diesen kleinen Details ist doch unglaublich groß. Also gerade so im Spielbetrieb, klar, wenn ich mir das Ding jetzt an die Wand hängen würde, was jetzt bei der Waffe aufgrund der fehlenden Markings nicht unbedingt so super sinnvoll wäre, da ist das scheißegal, aber hier ist doch super geil einfach. Super geil gelöst. Ja, Magazinlöseknopf funktioniert super. Jetzt schön, dass wir Kugeln drin haben. Die fliegen jetzt jedes Mal, wenn ich hier rumbedrücke, raus. Rastet gut ein. Wackelt ein ganz kleines bisschen rum, das Magazin, aber nicht so krass. So, nehmen wir uns das Magazin gleich mal her. Das Teil ist riesig. Und, ey, jetzt haltet euch mal fest. Kostet einfach 19 Euro. 19. Guckt euch das mal an. So viel Kunststoff hat manche billig Airsoft nicht. Oder so viel Material. Einfach geil, mit so Fake-Patronen hier drin. Ich wackel mal ein bisschen weniger rum, damit ihr auch was erkennt. Also einfach geil. Wie gesagt, 19 Euro gibt es dann halt, die ganze Knifte gibt es natürlich noch in schwarz. Da gibt es natürlich passende Magazine mit diesem mit dem Boden halt auch in schwarz. Nice, also ey, 19 Euro. Gab es nicht hier für einen VFC, gab es doch auch eine, was haben diese Magazine gekostet? 95. Dort hast du, 95, dort hast du einfach, das war bei OAG. Dort hast du der Erstgeborenes gegeben. Also, wissen Sie, wie ihr das findet? Ich finde es eine Frechheit. Ey, 19 Euro. Und sieht mit Sicherheit nicht schlecht aus. Ich habe jetzt keins zum Vergleich.
sieht nicht schlechter aus, weil das macht einen sehr guten hier. Problematisch finde ich bei diesen 120ern, 120 Schuss Magazin hier, die sind halt wirklich riesig. Also ich habe hier, wie ihr hier seht, so ein Insert für 308er. So M14 und G3 und SR25. Das passt da nicht rein. Es passt nicht rein. Ich muss es davor machen. Wenn ich mir jetzt hier mein G&G SR25 Magazin nehme, was ja schon ein bisschen, also schon groß ist im Gegensatz zu AR-15, das ist ja winzig. Das ist ja absolut winzig. Wenn ich das jetzt hier in den Magazinschacht einführen wollte, also die Magazine sind mächtig. Da brauchen wir uns nicht vormachen, die sind einfach groß. Also da müsst ihr wirklich sehen, was ihr hierfür für Taschen findet. So eine Kangaroo Pouch wäre vielleicht ganz gut, dass man sie einfach nur oben reinlegt, ohne Insert. Dann wackeln sie halt rum wie Sau. Also falls ihr jetzt irgendwie sowas schon habt und jetzt in eine Tasche gefunden habt, wo ihr sagt, ey, optimal, knallt sie mal unten in die Kommentare rein. Das wäre mal ganz interessant, weil riesig ist das. Ihr habt ja einen Schusstest schon gesehen, den der Tom alleine in Plessa gemacht hat. Da war es ein bisschen wärmer und da hat es bis 36 alles super gefeedet. Heute ist es eiskalt. Ich weiß nicht, wie kalt ist es. So minus 5 Grad wird es wohl haben, nehme ich mal an. Minus 3. Also es sind auf alle Fälle Minusgrade. Man sieht es vielleicht durch. Es ist Winter. Und wir haben heute 45er getestet, 0,45er. Da gab es ständig irgendwelche Feeding-Probleme, weil Kugeln sich nebeneinander irgendwie verhakt haben. Richtig nervig. Wir haben jetzt wieder leichtere Kugeln reingemacht. Jetzt geht es eigentlich wieder. Gehen wir ein bisschen weiter hinter, haben wir hier einen Feuerwahlhebel. Natürlich beidseitig wieder. Ist halt heutzutage echt in. Auf der Seite, wie ihr hier seht ihr das? Sieht man das? Sieht man das? Wackelt halt ganz schön krass rum. Rastet aber sauber ein. Also ist jetzt nicht so, dass der jetzt hier irgendwie, naja, ein bisschen schon, aber der rastet sauber ein. Der macht jetzt nicht irgendwie so, dass man den jetzt überdrückt. Auf der Seite, alles tutti, super fest. Reiße ich eher das Ding ab, als dass ich hier dran rumwackel. Also, ja, mein Gott. Also damit, finde ich, kann man absolut leben mit dem bisschen Spiel hier drin. Passiert halt. Forward Assist, ohne Funktion, logischerweise. Hier halt der große Ladehebel hier mit beidseitigen Entriegelung, nenne ich es jetzt mal, mit beidseitiger Entriegelung. Kommt man gut ran, funktioniert gut. Hier unten der Griff. Ja, also ich finde ihn angenehm. Ich weiß nicht, Tom, was findest du? Findest du auch gut? Ja, ich finde ihn angenehm. Hier so ein bisschen strukturiert hier, damit man ein bisschen Grip hat. Schickes Ding. Passt doch, finde ich, farblich auch super dazu, weil ja nur auch die Farbe sich natürlich hier und hier, wobei es ein bisschen eine kleine Farbnuance ist es schon. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera erkennen könnt. Der ist ein bisschen ein bisschen Coyote-mäßiger und der ist ein bisschen tannenmäßiger. Also, wissen nicht, ob ihr das erkennt. Ja, aber der macht einen ganz guten. Machen wir gleich mal Ansprechverhalten hier. Ja, kommt auf dem letzten Millimeter. Also hier, ich muss den Finger quasi gar nicht bewegen. Kann man super schnell triggern und ist einstellbar über diese winzige Schraube da unten. Schönes Ding. Machen wir noch mal Sound mit Kugeln, weil das Magazin war jetzt leer. Ich halte es mal hier ein bisschen ans Mikro. Das Ding klingt so geil. Das klingt einfach so geil. Wirklich top. Einfach top. Gehen wir weiter hinter zur Buffer Tube. Die ist, wie ihr seht, ein ganz schöner Klotz, weil das keine AR-15, sondern AR-10 SR-25 Buffer Tube ist. Die sind einfach riesiger. Und bei vielen SR-25 Modellen ist es halt so, dass ganz normal einfach AR-15 Buffer Tube rangebaut wird, weil die halt wahrscheinlich einfach im Regal liegen. Und ja, warum erst irgendwas Neues basteln, wenn man doch noch das Regal voll hat, weil man 100 Millionen AR-15 Modelle hat. Das ist hier ein bisschen anders. Hier ist einfach eine richtig fette drauf. Und das finde ich richtig geil. Mit dem Stock dazu, der auch super dazu passt, finde ich, ist ein Bild. Also ich sage bei vielen Stocks, sage ich, oh ey, macht sie weg, macht was Schönes dran. Aber das ist meiner Meinung nach ist das ein Bild hier. Sieht einfach geil aus. Ja, kommen wir mal zum Stock.
Na, furchtbar. Aber es ist eben ein bekanntes Problem. Es ist nichts Neues. Es wackelt halt alles ein bisschen rum, es schlagert. Auch eingeschoben wird es nie besser. Schön ist hier, habt ihr dieses kleine Fenster. Das seht ihr hier schön, wo ihr gerade seid. Wenn viele Waffen wechseln, wenn viele verschiedene Leute die Waffe benutzen, ich weiß es nicht genau, wisst ihr gleich, oh hier, ich habe immer die 3. Bap, 3, geht los. Das ist schon ziemlich nice. Ihr habt hier diesen Griff hier, den drückt ihr hier quasi nur rein und dann könnt ihr die schön smooth raus und reinschieben. Das funktioniert super, wackelt halt, aber ja, meine Fresse, es ist halt so. Bei dem Preis wäre es natürlich schön, wenn es nicht so wäre. Ja, wir können nichts machen. Hier hinten habt ihr noch 2-mal Aufnahme für den Sling. Aber mal ganz ehrlich, das ist halt einfach Kunststoff. Der macht einen echt hochwertigen, also brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist wirklich hochwertiger Kunststoff. Aber ich weiß nicht, ob ich die Waffe, weil wenn die runterfliegt, ist halt vielleicht scheiße. Also ich würde sie nie unbedingt dran machen, deswegen haben wir unseren Sling auch hier einfach dran gemacht. Der Schlitz ist ja dafür da, das geht genauso gut. Und das hält definitiv, hier bricht definitiv nichts ab, wenn am Sling was abbricht. Deswegen, ich würde auf die 2 Dinger verzichten, macht es einfach hier durch, fertig ist. Easy. Ja, hier hinten habt ihr eine riesengroße Kappe, die ist schön gummiert und auch, naja, wie so ein bisschen, ja, so ein bisschen angedeutet, als könnte man es auch ein bisschen reindrücken, weil es ein bisschen weich, also als wäre es ein bisschen weich, aber jetzt bei den Temperaturen auf alle Fälle, ne? Und so hart wie der Gummi ist, kann ich es mir auch nicht vorstellen. Aber die ist sehr angenehm hier. Um den Akku einzulegen, könnt ihr einfach diese riesengroße Kappe hier wegdrehen und kommt dann hier ran. Könnt quasi, ich hoffe, ihr seht es. Ich kann die auch abmachen. Hier, oh ja, ich kann die abmachen. Könnt hier quasi Triple-Stick reinmachen. Das ist nie verkehrt. Wir haben jetzt was anderes drin in anderen. Und wir haben das halt hier so auf diese Oldschool-Art und Weise gemacht. Einfach abgemacht, Akku reingesteckt und hier ist Platz. Also, da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Hier ist Platz drin. Easy. Also, ey, mal ganz ehrlich, das geht doch easy. Das habe ich jetzt mit einer Hand gemacht. Das ist die rechte Hand, okay, habe ich nicht mit links gemacht. Aber da gibt es schon Kniften, da fummelst du ein bisschen rum und machst und tust und oh, alles scheiße. Easy peasy. Und den Akku wirfst du rein wie in eine Turnhalle. Hier haben wir noch ein kleines optisches Problem. Hier ist schon Flugrost dran. Die Waffe war jetzt noch nicht allzu häufig draußen. Und irgendwie großartig dran rumgeschraubt haben wir hier auch noch nicht. Also, weiß ich nicht. Bisschen Öl drauf, wie die 40 vielleicht, oder irgendwelches Öl. Und dann hat sich das Problem gegessen. Wenn ihr die jetzt aufschraubt, dann habt ihr hier natürlich das typische E&C Federschnellwechselsystem. Das ist ja richtig geil. Aufschrauben, rein, 45 Grad, raus, Feder raus, das Ganze wieder zurück, Feder rein, das Ganze wieder zurück und fertig seid ihr. Hier nochmal ganz schnell, das habe ich jetzt total vergessen. Hier habt ihr noch eine Kimme. Die kann man jetzt natürlich nie hochklappen, die ist hier in der Höhe und in der, nach links und rechts einstellbar. Ja, machen wir noch die Markings. Ist sehr überschaubar. Hier haben wir das FM5-Eck. Dann haben wir hier natürlich schön in den Farben, so ein bisschen, eben ein bisschen H&K-mäßig, weil es ja, so ein bisschen darauf angelehnt ist mit den Farben so. Sieht ganz schön aus. Dann habt ihr hier unten natürlich noch eine fortlaufende Nummer. Ja, auf der Seite natürlich das gleiche. Und wie ich ja vorhin schon mal angesprochen habe, hier hinten auf der Buffertube die Nummern. Hier könnt ihr jetzt leider nicht erkennen, weil wir hier was draufgeschraubt haben. Das schottert. Hier habt ihr jetzt auch noch mal Positionsnummern. 20, 40, 50, 60 und so weiter. Oh, ich bin auch gut im Zählen, wie man gerade mitgekriegt hat. Läuft bei mir. So, als Fazit. Leute, die ist geil. Also wenn ihr irgendwas halbautomatisches, Sniper-mäßiges wollt, was wollt ihr mehr? Also, ey, greift zu. Das Ding ist doch gut. Guckt es euch an. Richtig geil. Noch ein paar Anbauteile ran. Dann wird sie noch ein bisschen schwerer. Und die Leute gucken noch ein bisschen mit noch größeren Augen auf euch drauf. Die Farbe ist geil. Richtig, richtig genial. Wenn ihr es nicht so lang wollt, dann guckt euch zum Beispiel gerne mal unser Video von der E&C EC25 an. Das wird jetzt hier unten verlinkt. Die ist quasi eine 308er, auch so eine schöne Farbe, ein bisschen kürzer. Ist auch sehr geil. Und das Ganze gibt es auch noch als quasi 417er, auch bei Begadi jetzt ganz neu.
Ja, genau. Ist dann eben auch ein bisschen kürzer, hat dann halt mehr Picatinny-Schienen dran. Der Tom wackelt, wir müssen zum Ende kommen. Der zittert. Dann entlasse ich euch in euren Feierabend. Leute, heute mal wieder ein Brecher. Ich muss es so rumhalten, sonst passt es nicht aufs Bild. Oder, Tom? Ja, so. Nee, hör. Leute, heute mal wieder ein Brecher. Ich muss es so halten, sonst passt es nicht aufs Bild. Das hast du genauso wie vor uns nicht aufs Bild passt. Und das Ding ist ab. Ach so, ich dachte, so passt es nicht aufs Bild. Das wollte ich damit sagen. Wir haben nie das, wir haben das, weißt du? 50 quer, 50 mehr. Das könnte dein Penis sein, oder? Könnte dein Penis beschreiben. Man könnte jetzt auch über meinen Penis gesprochen haben. Also wenn ich jetzt die Knifte in der Hand hätte, hätte man vielleicht meinen können, dass ich jetzt von meinem Gemächt rede. Und jede Frau, mit der ich zusammen war, wird wahrscheinlich was anderes sagen. Aber ist egal. Fake News. Fake News. Das ist eine Schmutzkampagne. Hier wird eine Schmutzkampagne gegen mich gefahren. So Leute, gehen wir ein bisschen weiter hinter. Haben wir hier den Feuerwahlhebel. Bootseitig. Ey. My people need me.